Liebe Schwestern im Islam, ich wollte mit euch über einen der großartigsten Menschen sprechen, die jemals gelebt haben. Und dieser Mensch ist derjenige, der am jüngsten Tag als erstes gekleidet wird. Sein Name kommt im Koran 73 Mal vor. In insgesamt 24 Suren wird er erwähnt. Und er ist derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam am ähnlichsten ist. Ja. Und er wird Umma genannt, dass er alleine eine Umma ist. Ihr wisst, Umma bedeutet eigentlich eine Gemeinschaft. Wir sagen die muslimische Umma. Dieser Mann wird Umma genannt, weil er alle diese guten Eigenschaften von einer Umma in sich trägt. Und er ist der Khalilullah, Khalilur Rahman. Khalil bedeutet so etwas wie enger Freund. Es gibt zwei Leute, die Khalilullah sind, die so genannt werden. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das ist Ibrahim alaihi salam. Und natürlich, wenn man über Ibrahim a.s. reden will, man sollte sich erstmal vorher, und das ist ein Tipp für euch, solltet ihr euch die Gedanken machen, wissen, wir reden heute über den zweitbesten Menschen, der je gelebt hat. Und wir reden über einen Menschen, über den Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 60, Vers 4 sagt, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ für Ibrahim walladhina ma'ahu. Ihr hattet das beste Beispiel, ein gutes Beispiel in Ibrahim und die mit ihm sind. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Okay, bis hierhin. Allah sagt, Sure 60, Vers 4. Guck mal. Ihr hattet ich gehe nachher noch auf den Vers ein, ich bringe nur den Anfang des Verses. Ihr hattet das beste Beispiel in Ibrahim und denen, die mit ihm sind. Als sie zu ihrem Volk sagten. Ich habe mir die Frage gestellt, als Ibrahim mit seinem Volk Dawah gemacht hat, war er ein einziger und der einzige, der an ihn geglaubt hat, war Lut. Kein anderer war dabei. Da habe ich mich gefragt, wer ist damit gemeint, die mit ihm sind? Ma'hu, walladhina ma'hu. Weil wenn es nur Lut ist, dann würde es heißen, walladhi ma'hu. Ja? Und nicht, walladhina ma'hu. Walladhina und diejenigen, die mit ihm waren, walladhi ma'hu und der mit ihm war. Ich habe mich gefragt, was ist damit gemeint? Da habe ich den Tafsir aufgeschlagen. Dann habe ich gefunden, die mit ihm sind, damit sind die anderen Propheten gemeint. Das heißt, die anderen Propheten sind mit ihm, deswegen Ibrahim wird auch Abul Anbiya genannt. Warum? Weil von ihm gehen zwei große Zweige aus. Er hatte zwei Söhne, Ishaq und Ismail. Und Ishaq, von ihm kommen die ganzen Propheten von Banu Israel, die nach Ibrahim gekommen sind, beziehungsweise Ishaq, dann kommt Jakub und Jakub wird Israel genannt. Und Banu Israel sind die danach kommen, das heißt Isa, Yusuf und so weiter. Musa, okay? Und der andere ist Ismail. Und das ist der Vorfahre von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wir sollen uns ein Beispiel an den nehmen. Aber Ibrahim, der wird speziell mit Name genannt. Und an anderer Stelle Muhammad. قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hattet ihr das beste Beispiel. Okay? Der Prophet und Ibrahim. Und bei Ibrahim speziell, Ibrahim hat der Dschihad gemacht, gekämpft? Nein. Warum? Weil der Dschihad wurde das erste Mal bestimmt für Propheten. Bei wem? Bei Musa. Deswegen auch gibt es so viele, wird Musa so viel erwähnt. Und Musa ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch sehr ähnlich. Sehr ähnlich, okay? Aber Ibrahim ist der ähnlichste. So, jetzt, Ibrahim für unsere Zeit vor allen Dingen so wichtig, weil er jemand war, der Dawah und Munadhara, das heißt Debatte, sehr aktiv war. Er war in so vielen verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel in Scham. Das heißt, Scham, das ist die Gegend, die man heute als Syrien, Palästina, Libanon und so weiter, Jordanien beschreibt. Er war in Mesopotamien, das wo jetzt Irak ist,
Wo war noch? Natürlich war er im Hijaz gewesen, weil er war in Mekka, er war in Ägypten, er war in vielen Ländern, er ist rumgereist. Sein ganzes Leben bestand daraus, mit den Menschen über Islam zu reden. Und zu rufen, auch wenn er, der einzige Prophet, der zu einem Volk gesandt wurde, zu allen Völkern gesandt wurde, war der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Aber natürlich, das war nicht seine Aufgabe, aber er hat das ja gelebt. Er hat das ja gelebt. Und jetzt schauen wir mal, Ibrahim a.s., wie er gelebt hat. Aber ich will natürlich nicht über sein Leben im Speziellen reden, das ist nur eine kleine Einführung jetzt, sondern ich möchte heute, jetzt in diesem Vortrag, über seine Dauer mit seinem Vater reden. Oder soll ich über seine Dauer mit seinem Volk reden? Ich rede über die Dauer mit seinem Volk, Entschuldigung. Okay? Mit dem Vater machen wir andermal, inshallah. Oder vielleicht danach. Weil das mit dem Volk, obwohl beide Geschichten, die sind sowas von, Bruder, und das möchte ich, sowas von super, mashallah. Und ich sage euch das, liebe Geschwister im Islam, es ist wirklich so, wenn man den Koran mit Tadabbur, mit Überlegung liest, man kriegt immer wieder neue Erkenntnisse. Wisst ihr, ich habe so viele Verse von Ibrahim gelesen, ich habe auch seine Geschichte schon gehört, aber jetzt, wo ich mich damit noch beschäftigt habe, ich habe so viele Fawaid, so viele Nutzen gesehen, unglaublich. Und Brüder, 1/3 des Korans sind Prophetengeschichten. 1/3, warum? Warum hat Allah uns 1/3 Prophetengeschichten gegeben im Koran? Ungefähr 1/3 vom Koran sind Prophetengeschichten. Brüder, damit wir das verinnerlichen als Vorbild. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Wir sagen, Allah ist natürlich schon das beste Beispiel. So, das heißt, die Propheten sind unsere Vorbilder. Und wenn ich sage Vorbilder, das ist ganz wichtig zu verinnerlichen, liebe Geschwister, weil viele Leute hören heute eine Geschichte von einem Propheten und sie nehmen diese Geschichte oder von einem Sahabi oder von Salahuddin al-Ayyubi und sie nehmen sich diese Geschichte wie eine Geschichte von, ach ja, das waren schöne Zeiten früher. Ja, aber wir heute, wir sind schwach. Komm, kaufen wir mal ein Brötchen. Ja, wir sind schwach heute, wir können nichts machen. Ne? Ja, wir können halt nichts machen, ne? Wir sind schwach. Ja, dann machen wir jetzt schön weiter Unterricht in der Moschee mit 10 Mann. Und nach 265.000 Jahren oder nach 25.000 Jahren, wollen wir nicht übertreiben, dann ändert sich vielleicht was. Nee. Ich sage dir, sei du die Änderung, die du dir für die Welt wünschst. Ich sage dir, sei du der Salahuddin al-Ayyubi von diesem Zeitalter. Sei du Saifuddin Qutuz von diesem Zeitalter. Guck mal, Saifuddin Qutuz. Wenn ich diesen Namen jetzt nenne, glaubt es mir, ich will es keinen blamieren, die meisten wissen gar nicht, wer das ist. Bruder Saifuddin Qutuz, als junger Mann, der ist derjenige, die Tataren, die haben die Muslime abgeschlachtet. Die haben die Bücher kaputt gemacht. Die haben die Frauen vergewaltigt. Wie übel vom Allerfeinsten. Aber Saifuddin Qutuz, der hat sich vorgenommen, die zu vernichten. Und er hat die vernichtet. Am Ende. Wo die diese Übermacht waren, die ganze islamische Welt bedroht haben. Warum? Weil der ein Ziel hatte. Deswegen habt du ein Ziel. Und lebe mit diesen Geschichten. Ja? Dann sagt Allah im Koran, sagt er, ihr hattet in ihren Geschichten sind Beispiele, sind Ermahnungen für Leute, die Verstand haben. Was heißt das? Lies den Koran nicht einfach nur, das ist jetzt nicht der Koran, aber du liest sondern lies den Koran und überlege mal, was dort steht. Überlege mal, was bedeutet dieser Vers für dich? Was bedeutet das? Wenn Ibrahim a.s. als 16-Jähriger, der keinen Helfer hat, zu seinem Volk geht und sagt zu seinem Volk, Salam alaikum, sagt er, Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Für über euch und über das, was ihr neben Allah anbetet, wollt ihr keinen Verstand haben? Bruder, was heißt das? Ein 16-Jähriger, der keinen hat, der ihm helfen kann, steht vor seinem Volk und sagt zu denen, für über euch und das, was ihr neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, wollt ihr keinen Verstand haben? Überlegt dir mal, was der Iman dem Ibrahim als 16-Jährigen für eine Power gegeben hat.
Das will ich nur sagen, da kommen wir nachher noch drauf, auf die Situation. Ja? Dann, Allah sagt, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Erzähle die Geschichte, damit sie vielleicht bedenken, nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken. Und dann sagt Allah, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. Das sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So, nehmt euch ein Vorbild an ihrer Rechtleitung. Bruder, wir müssen mit diesen Geschichten leben. Und deswegen heute über Ibrahim a.s. und über seine Dawah mit seinem Volk. Okay? Seine Dawah mit seinem Volk. Warum gerade das? Weil ich bin jemand, der an der Dawah beschäftigt ist. Und unser Ziel ist es, in der Dawah den Islam in jedes Haus in der Welt zu bringen. Ja, Bruder, das ist das, was ich sage. Wir müssen Ziele haben. Wir sind nicht schwach. Wir haben 5 Millionen Muslime. Versteht ihr? Und wir wollen für die Menschen das Beste. Wir machen nichts Verbotenes. Guck mal, das ist das Ziel. So, jetzt möchte ich gucken, woher nehme ich mir zum Beispiel, wie ich Dawah mache. Es gibt heutzutage viele Leute, die labern. Ja, man muss das so machen, so machen, so machen, so machen. Manche Leute, die sind seit 40 Jahren am Versagen. Seit 40 Jahren sind die am Versagen. Die haben die haben sogar in der Moschee in ihrem Büro Bilder hängen von irgendwelchen Mujrimun, von irgendwelchen Verbrechern, von irgendwelchen Tyrannen, die den Islam zerschlagen wollten. Und die wollen uns dann erzählen, wie man Dawah macht. Verstehst du? Seit 40 Jahren alle Leute, da gehst du in die Moschee, da guckst du, stehen dann morgens, in der Moschee, stehen dann 8 Leute dort beim Fajr-Gebet. 4 von denen, die dort stehen, Salafis. Verstehst du, was ich meine? Und die erzählen dir dann, ja, aber die machen das falsch. Ja, ja. Bei denen in der Moschee, nicht in unserer Moschee. Ja? Ehrlich, ich hatte das jetzt, vorgestern haben wir das erlebt. Alles klar, kein Problem. Jeder sagt zu dir, wie soll man Dawah machen? Man muss weise sein. Weise. Was sagen wir dazu? Wir sagen richtig, wir müssen weise sein. Warum? Weil Allah sagt das, Surah 16, Vers 125. Sagt, aber wenn du jetzt rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Aber was heißt Weisheit? Rein sprachlich bedeutet Weisheit, die richtige Sache an die richtige Stelle zu setzen. Ja. Das heißt, wenn bei dir einer einbricht und kommt mit der Axt und er will dich töten, ja, und du stehst dann dort und sagst, schlag mich hier. Danach kannst du dann noch meine Frau haben. Dann bist du nicht weise. Sondern weise bist du, wenn du dann dich versteckst, dir auch eine Axt nimmst und ihn dann von hinten die Axt in den Schädel reinschlägst. Das ist weise. In dieser Situation ist das weise. Weil der Typ will dich umbringen. Er hat nichts mit Gewalt zu tun. Verstehst du? Das heißt, Weisheit hat unterschiedliche Situationen. So. Aber heute sagt jeder, wir müssen weise sein. Aber was meinen die mit Weisheit? Wann ist jemand weise für diese Leute? Wisst ihr wann? Wisst ihr, wann der weise ist? Und ihr könnt mich gerne... Er ist weise, wenn Frau Merkel ihn lieb hat. Dann ist er weise gewesen. Wenn der deutsche Staat ihn gut findet. Wenn dann der Integrationsbeauftragte in seine Moschee reinkommt und ihm einen Ehrenpreis gibt. Ja, wir wollten diese Moschee loben für ihre demokratische Aufklärung. Hey, Achi, wir sind kein Verein für politische Weltkunde, hör mal. Wir sind eine Moschee, wo uns wird Islam beigebracht. Ja, hast du das nicht schon mal gehört? Da kommt dann in der Zeitung, ja, die Moschee, ja, den Leuten die Integration. Hör mal, das ist gar nicht meine Aufgabe. Sprachkurse. Meine Aufgabe ist, einen Sprachkurs anzubieten. Soll ich jetzt Urlaubsreisen nach Mallorca in der Moschee anbieten oder was? Meine Aufgabe ist, den Leuten beizubringen, wie sie beten, wie sie fasten, wie sie... Ach ja, aber das ist das. Das ist genau das, worüber wir eben geredet haben, dieser psychologische Druck. Wie bei manchen Politikern, da wird nur 2-3 Wochen geschrieben, ja, der ist so, bupp, tritt er ab. Hier bei denen, da wird Druck ausgeübt, ja, warum nicht, weshalb nicht und wieso nicht. Und wenn du nicht standhaft bist, dann bist du weg vom Fenster. Dann musst du denen sagen, hier, mein Maßstab ist Koran. Und nicht das, was euch gefällt, aber leider einige Leute, die sich der Dawah zuschreiben,
Die sind denselben Weg jetzt. Ja? Die fangen schon an, dem deutschen Staat zu schreiben, gemeinsam für die rechtsstaatliche Grundordnung. Kannst du dir das vorstellen? Ach, wo sind wir gelandet? Ach, wie tief sind wir gesunken? Ach, das ist Islam. Ja? Ich habe nicht gesagt, hier, ich will irgendwie... ja, aber wenn du die Wahrheit sagst, bist du zu provokant. Ich bin nicht zu provokant. Die sind provokant. Bin ich bei denen zu Hause eingebrochen, habe eine Razzia bei denen gemacht? Nee. Die sind bei mir reingekommen. Ja, die sind provokant. Die schreiben über mich irgendwelche Lügen in der Zeitung. Ich habe die keine Lügen erzählt. Der ist hier provokant. Wir erzählen, Pierre Vogel ist provokant, weil er eine Kundgebung hat. Warum machen wir eine Kundgebung? Weil ihr uns nicht in eine Moschee reinlasst, weil ihr den Leuten vorher Angst macht. Ihr seid provokant. Und das ist unsere Reaktion auf provokant oder Provokation bedeutet eine Reaktion, eine Tat, die eine Reaktion hervorruft. Eure Tat hat eine Reaktion von uns hervorgerufen. Wenn ihr uns nicht in die Moschee reinlasst, dann machen wir es auch raus auf der Straße. Oder in unserem geheimen Dawah-Zentrum wie hier. Aber als Beispiel. Guck mal. Und ich sage euch, Brüder, was sagt Allah zum Propheten a.s.? Die 8. Seite von Surat al-Isra. Guck dir das an, hör dir diesen Vers an. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. Und sie hätten dich beinahe, in Kadu, hätten sie dich verführt, bezüglich dem, was wir dir offenbart hätten, und du hättest etwas anderes über uns gesagt, ja, über uns eine Lüge ersonnen. Ja? Da sagen die zum Propheten, guck mal, das ist dieser Druck. Und dann sagt Allah, وَلَوْلَا ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Und hätten wir dich nicht gefestigt, dann hättest du dich ihnen wahrlich ein wenig zugewandt. Bruder, und deswegen sage ich euch, gehorcht ihnen nicht ein bisschen. Kein bisschen. Aber Allah sagt, über diejenigen, die ihre Rücken gezeigt haben, die sich abgewandt haben, sagt er, dies ist, weil sie zu denjenigen, die das verabscheuen, was Allah herabgesandt hat, gesagt hat, was? سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْدِ الْأَمْرِ. Wir werden euch in etwas von der Angelegenheit gehorchen. Und deswegen brauchen wir diese Geschichten als Vorbild. Was ist Weisheit? Also erstens, Weisheit, was haben wir gesehen? Weisheit ist für diese Leute, ja, dass du keine Probleme bekommst mit dem Verfassungsschutz, dass du die Ehrenmedaille bekommst, der Integrationspreis von der Moschee, ja, wir finden es ganz toll, und dass du denen das erzählst, was sie wollen. Ach, das ist aber ein guter Islam, das ist schön, die waren doch ganz toll. Ja, und wie ist das bei Ihnen mit den Frauen? Müssen die Kopftuch tragen? Nee. Und wie ist das bei Ihnen mit dem Schwimmen für die Mädchen in der Schule? Ist doch kein Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man soll schwimmen lernen. Ja, klar. Mit dem Bikini, ne? Mit dem Bikini, alle zusammen, Männer und Frauen, ja klar. Guck mal hier, Hauptsache, ja, und dann labert er weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist dann so dieses Wunschkonzert, der Wunschkonzert Islam nennt sich das. Ja? Das ist so, wie ich immer sage, ja. Hier, aber die haben eine gute Absicht. Nur falsche Methode. Die Absicht ist gut. Die wollen, dass die Leute den Islam mögen. Dann sagen sie, hier, danke, Sie sind heute bei mir in der Moschee, willkommen. Hier ist der Islam. Gefällt er Ihnen? Ja, aber Sie sagen, Juden und Christen gehen in die Hölle. Warten wir mal. Abracadabra, Simsalabim. Jetzt, nee, kann man anders verstehen. Jetzt gefällt es Ihnen? Ja, aber ich esse gerne Gyros Pita. Und Currywurst mit Fritten ist vom Schwein. Und Sie sagen, man darf kein Schwein essen. Moment. Abracadabra, Simsalabim. Heute gibt es doch Kühlschränke. Verstehst du? Und dann am Ende
sagt dann der Integrationsbeauftragte, Sie sind ein guter Muslim. Ihr Islam, der gefällt mir. Ich nehme ihn zwar nicht an, ich bin zwar geborener Atheist oder so, keine Ahnung. Und dann gehen Atheisten auch in die Hölle. Nein. Verstehst du? Achi, und das ist dann das, was am Ende mal rauskommt. Warum? Achi, weil die denken, sie hätten Weisheit die hätten Weisheit in der Dauer. Warum? Siehst du, die sagen jetzt, boah, die sind aber nett, die Muslime. Die haben mir Kaffee gegeben, Tee. Islam hat er nicht angenommen. Du hast ihm auch die Botschaft nicht gegeben. Du hast ihn die ganze Zeit angelogen. Die Weisheit ist bei denen, wie macht man Dauer mit dem Käfer 2 Stunden lang ohne Dauer mit ihm zu machen? Verstehst du? Der labert 2 Stunden heißen Brei herum über wie man das türkische Gebäck oder das marokkanische Gebäck backt. Das hat keine Dauer mit dem. Er hat 2 Stunden mit dem gelabert. Ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, damit es auch hängen bleibt. Und dann aber sagt er nachher, ach ja, Sie sind aber nett. Seht ihr? Der findet uns erstmal nett. Und dann, nach 250 Jahren, wenn er uns nett gefunden hat, vielleicht nimmt er ja dann irgendwann mal den Islam an. Ja, der ist zufrieden mit uns. Hast du gesehen? Die sagen, sie kriegen einen Integrationspreis. So. Was sagt Allah über die, mit denen er zufrieden ist? لَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Juden, Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Ihre Religion? Dann sagen wir nur herzlichen Glückwunsch, Herr Bekir al-Bugar, Sie sind zufrieden mit Ihnen. Ja, Achi, da bitteschön, du bist weg vom Fenster. Ach, und das ist das, was wir sehen, Achi, das interessiert uns nicht, ob das einem gefällt oder nicht, was wir predigen. Uns interessiert, ob wir die Wahrheit predigen. Wann ist man weise laut denen? Man ist weise, wenn man in Ruhe gelassen wird, richtig? Und jetzt fragt man, wie wird man in Ruhe gelassen? Wie? 2 Sachen. Erstens, nicht zu selbstbewusst auftreten. Die nennen das aber nicht selbstbewusst, die nennen das provokant. Das ist zu provokant. Man darf nicht zu provokant sein. Das könnten die falsch verstehen. Man muss immer so, dürfen wir, ja, wir sind ganz lieb. Wir sind lieb. Ach, Bruder, wenn ein Prophet so aufgetreten wäre, glaub es mir, kein Mensch hätte den Islam genommen. Und das siehst du bei diesen Leuten. Da du immer lächeln. Bloß keine Widerworte geben. Ja? Nicht selbstbewusst auftreten. Nicht selbstbewusst auftreten? Okay, komm. Es brennt mir so auf der Zunge. Bevor ich anfange, was hat Ibrahim a.s. gesagt? Komm. Ibrahim a.s., ich wollte eigentlich erstmal die Grundlage setzen. Ibrahim a.s., der geht zu seinem Volk, Sura 21, Vers 52. Und was sagt er zu denen? Der sagt zu denen, was sind diese Bildwerke, denen ihr euch hingebt? Was ist das für eine Frage? Der ist 16 Jahre alt, Bruder, 16 Jahre. Und er fordert sein Volk heraus und ist alleine. Keiner dabei, der ihn unterstützen kann. Und keiner kennt ihn richtig. Der steht alleine dort. Guck dir dieses Selbstbewusstsein aus und der fragt die. Das ist keine Frage der will wissen, wie die heißen. Weil das sieht man, das ist eine Frage, die schon ein Tadel ist. Was ist das? Wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der falsch fährt, dann sagst du ihm, was machst du? Dann sagst du nicht, was machst du? Er sagt, ja, ich schalte mit links und die Kupplung ist links und Schaltgerät ist in der Mitte. Sondern willst du sagen, was soll das? Und die Antwort von den Mushrikun ist der Beweis dafür. Was haben die gesagt? Vers 53 dann. قَالُوا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. Wir haben unser Volk gesehen, wie sie die angebetet haben. Die haben nicht gesagt, ja, diese Götze heißt so und diese Götze heißt so, der heißt Petrus und der heißt Thomas und der heißt Christopher und das ist der so und so, sondern die haben gesagt,
Das haben unsere Vorväter gemacht. Das heißt, er will einen Beweis haben dafür, dass er es machen kann. Typisch Alul Batil. Die kommen immer mit, ja, wir haben das schon lange, haben wir das gemacht. Ja gut, ihr seid schon lange auf dem Irrweg. Und? So was sagt Ibrahim jetzt? Guck mal. Stell dir jetzt mal vor, Bruder, komm, wir projizieren das jetzt in die heutige Zeit. Du redest mit einem Atheisten. Du sagst, warum glaubst du nicht an Gott? Dann sagt er zu dir, ja, mein Vater hat schon nicht dran geglaubt, meine Oma auch nicht und so weiter und so fort. So, stell dir mal vor, der kommt in die Moschee, ja, bei DTIP zum Beispiel, ja, nicht gegen alle Leute, die dort sind, aber als Beispiel, ja, und sagt, ja, er ist ein Atheist. Dann sagt man zu ihm, warum bist du Atheist? Ja, mein Vater war Atheist, meine Oma, Opa, ja, sind schon lange so. Ach, ja. Ja. Jeder glaubt das, was er will. Ich glaube an Islam, weil mein Vater war Muslim. Was sagt Ibrahim? Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dalalin mubin. Der sagt denen, ihr und eure Väter, ihr seid auf dem deutlichen Irrweg. Direkt. Bloß nicht zu selbstbewusst sein. Und zweite Sache, wie man keine Probleme kriegt, wollte ich eben genannt haben, ist, und nie etwas erwähnen, was den anderen kritisiert. Ja, erste Sache, wie man weise ist, dass man keine Probleme kriegt, bloß nicht zu selbstbewusst auftreten, wie Ibrahim hier, selbstbewusst, der geht alleine dorthin. Was ist das? Ja, ihr seid auf dem Irrweg. Bom. Und bloß nicht Themen ansprechen, die kritisch sind. Ja? Ja. Juden und Christen gehen in die Hölle zum Beispiel. Oh, wie? Verstehst du? Hier, guck mal, Ibrahim alle. So, fragen wir jetzt, Ibrahim war ja selbstbewusst? Na klar. Fragen wir Ibrahim, hat der Themen angesprochen, die kritisch sind? Ja. Das heißt, laut eurer Definition, und glaub es mir, es ist das natürlich, wenn du jetzt so kommst, wenn sie sagen, ja, nein. Aber wenn du wirklich mit ihnen redest, das ist das, was sie sagen. Du bist weise, wenn du keine Probleme kriegst. Letztens erzählt einer, ja, guck mal, wir machen schon so lange da, aber wir haben keine Probleme bekommen. Oder wenige oder irgendwie. Ja, aber diese Leute, die haben Probleme bekommen. So auf diese Art und Weise, ja. Ja, Achi, was ist das für eine Erziehung? Achi, solche Leute gehören verboten. Warum haben wir keine Probleme bekommen? Ja, wir sind weise. Ja, weise. Wir sind nicht zu selbstbewusst und wir reden keine Themen an, die kritisch sind. Ibrahim a.s., der ist komplett selbstbewusst und der redet direkt Themen an, die kritisch sind. So, jetzt was passiert? Guck mal, jetzt gehen wir weiter. Im Text. Und wie gesagt, es gibt ja noch schlimmere, die reden nicht nur Themen nicht an, die kritisch sind, sondern die lügen sogar über ihre Religion. Da kommt der Jude oder Christ original in die Moschee und will Islam annehmen, weil er Angst hat, in die Hölle zu gehen. Ja, wir haben gehört, da gibt es einen bösen Pierre Vogel, der sagt, Juden und Christen gehen in die Hölle. Ich habe jetzt vorher gesagt, nein, das sind Salatfisteln. Die Salatfisteln, die sagen, das aber nein, das sind ja ganz schlimme Leute, sind das. Sie sind uns näher als die sind ganz schlimm, sind die. Die sagen, Juden und Christen gehen in die Hölle. Das steht doch nur im Koran. Achi, Bruder, du musst dir auch vorstellen, wo sind wir gelandet, Achi? Da kommen sie mit dem Vers. Sagen sie, ja, guck mal hier. Die Juden und die Christen in Serbia, alle, die an Allah am jüngsten Tag geglaubt haben, ja, sie werden nicht ihren Lohn bei Allah, ihrem Gott haben, sie werden nicht traurig sein, sie werden keine Angst haben. Dann sagen wir gut, okay. Das war gerade Sure 2, Vers 62. Inna ladina amanu wa ladina hadu wa nasara wa sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Okay. Kein Problem, wir akzeptieren den Vers, weil wir alles zum Koran akzeptieren. Erste Frage, widerspricht sich der Koran? Jeder Muslim muss sagen nein. Okay.
Frage. Wenn jemand nicht an den Koran glaubt, an einen Vers, ist der dann ein Muslim? Ist der dann jemand, der gläubig ist, oder ist er ein Kafir? Kafir. Und wo geht der Kafir hin? وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Diejenigen, die ungläubig sind, unsere Zeichen für Lüge erklären. Koran, was sagt der Christ? Nee, Koran ist nicht von Gott. Was ist mit denen? Die sind die Gefährten des Feuers, werden dort ewig bleiben. Okay, jemand, der an einen einzigen Propheten nicht glaubt, alaihimussalam, ist der Gläubiger? Nein. Okay, ist ungläubig, geht in die Hölle. Okay, Allah sagt im Koran, Surah 4, Vers 151, إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Diejenigen, die nicht an Allah und den Gesandten glauben und die versuchen, einen Unterschied zwischen Allah und den Gesandten zu machen. Wie? Indem sie sagen, wir glauben an die einen, wir glauben nicht an die anderen. Und die wollen einen Weg dazwischen einschlagen. Das heißt, die sagen, wir glauben an die einen, nicht an die anderen. Was ist mit denen? Das sind die wahren Ungläubigen. Okay. Was mit den Ungläubigen? Gehen in die Hölle an vielen Stellen. Okay. Du hast eben diesen einen Vers gebracht und jetzt habe ich dir 2 Verse gebracht, dass wer nicht an den Koran glaubt und wer nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, dass der in die Hölle geht. Dann wäre das ein Widerspruch. Aber du hast gesagt, Koran widerspricht sich nicht und das sagen wir auch. Dann sagen wir, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir deinen Vers zu verstehen haben. Das heißt, die Leute, die hier als Juden, Sabir und Christen, Nasara genannt werden, Nasara, müssen Leute sein, die erstens was nicht gemacht haben, den Koran nicht verleugnet haben und die zweitens den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht verleugnet haben. Wer kann das sein? Das können Juden, Christen gewesen sein, die nie was vom Koran gehört haben, die nie was vom Propheten Mohammed gehört haben, weil sie beispielsweise gelebt haben und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch gar nicht da gewesen ist. Die aber an die richtige Botschaft von Isa geglaubt haben oder an die richtige Botschaft von Musa, die unverfälscht war, geglaubt haben. Okay? Ist das verständlich angekommen? Und jetzt sagen wir, der Prophet a.s., der erklärt diesen Vers. Der sagt, man kana ala dini Isa, wer der Religion von Isa folgt, Isa hat sich nicht selber angebetet, Isa hat befohlen, wie man Allah anbetet, dem geht's gut. Und wer von mir heute hört und dann nicht an das glaubt, womit ich gekommen bin, der ist untergegangen, der ist vernichtet. Gibt's jetzt einen Widerspruch zwischen den Versen? Nee. Das ist ganz klar, weil Allah sagt nicht hier, ja, wer nicht an den Koran glaubt, geht in die Hölle. Und hier sagt er, wer nicht an den Koran glaubt, geht ins Paradies. Der sagt, wer diejenigen, die Juden waren und die Christen waren. Im Sinne, um zu sagen, das heißt, diejenigen, die der wahren Botschaft von Musa gefolgt sind, diejenigen, die der wahren Botschaft von Isa gefolgt sind. Aber sagt nicht, die Muslime waren und die Muslime waren und die Muslime waren und die Muslime waren, weil er weiß ja gar nicht, was gemeint ist. Sondern er will uns erklären, was hiermit gemeint ist und der Prophet erklärt diesen Vers. Gibt es da irgendwie ein Problem bei? Nee. So. Wir gehen weiter mit Ibrahim a.s. Ich wollte das gerade nur kurz erwähnt haben. Ibrahim a.s., ja, selbstbewusst und geht sofort auf die Leute zu und sagt ihm, was ihr macht, ist falsch. Okay? So. Was sagen die jetzt zu dem? Muss ich vorstellen, der ist 16 Jahre alt, der kommt jetzt zu den Leuten und sagt den allen, ihr und eure Großväter sind auf dem Irrweg. Was sagen die zu ihm? Bist du mit der Wahrheit gekommen oder spielst du? Also die können gar nicht glauben, die können das gar nicht fassen, dass da so ein kleiner, junger Mann kommt und der kritisiert das ganze System von denen. Ach, das sind die Götzen, die anbeten. Ach, die haben einen hohen Stellenwert bei denen. Wie antwortet Ibrahim? Sagt er jetzt, oh, das gefällt denen jetzt nicht, jetzt muss ich was machen, was denen gefällt. Nein, guck mal, war nicht so gemeint. Was sagt er zu denen? Der sagt zu denen,
بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Doch euer Gott, euer Rabb, was heißt der Rabb? Schöpfer, Lenker, Herrscher, der alle Angelegenheiten regelt, ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher, der Gott des Himmels und der Erden, und er hat diese Dinge erschaffen und ich bin Zeuge darüber. Ich gehöre dazu, zu den Zeugen darüber. Ich gehöre zu den Zeugen dafür. Was passiert dann? Dann sagt Ibrahim noch was. وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Und bei Allah schwört, guck mal, du spürst richtig diese Liebe von Ibrahim für die wahre Religion, für den wahren Glauben, für den Islam, für die Ergebung Gottes. Ich werde gegen eure Götzen eine List anwenden, wenn ihr euch abgewandt ist. Was ist hiermit gemeint? Wenn ihr den Rücken gekehrt habt. Was ist hiermit gemeint? Es wird gesagt, es wird überliefert, es gab einen Tag, wo die Götzendiener damals rausgegangen sind, alle Male, für ein Fest. Und Ibrahim, wird gesagt, ist mit rausgegangen und hat dann gesagt, Inni Sakim, das steht auch in einer anderen Sure. Ich bin krank. Er meinte nicht körperlich krank, sondern krank von diesem Götzendienst, den die machen. Und dann hat er vor sich her gesagt, und das haben einige gehört oder einer gehört, Tallahi, ich werde gegen eure Götzen eine List anwenden. Ja? Wenn ihr euch abgewandt habt. Und dann ist er zurück, und dann ist er in den Tempel gegangen, wo die Götzen standen. Was hat er da gemacht? فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. Und dann hat er sie in Stücke geschlagen. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. Außer den Großen davon. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Damit sie sich ihm zuwenden. Man hat diese Axt, mit der er die ganzen Götzen in Stücke geschlagen hat, dahingestellt. So, jetzt kommen die wieder, gehen in den Tempel, alle Götzen in Stücke geschlagen, nur der Große steht noch da. Übrigens, das ist kein Aufruf, dass man hier in die Kirche geht oder so, das ist eine andere Sache. Ne? Weil Ibrahim, der wusste, was dadurch passiert, dass er denen damit die Wahrheit zeigen kann. Ja? Aber es ist ein Beweis, dass man für die Wahrheit zu zeigen auch ein Risiko eingehen kann. Okay, aber die kommen an und sagen, قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Wer hat das mit unseren Göttern gemacht? Der ist wahrlich einer der Ungerechten. Was heißt das? Guck mal, es gibt unterschiedliche Arten von Kufr. Es gibt manche Leute, die wissen, dass Allah die Wahrheit ist, aber sie akzeptieren das nicht. Juhud. Wer war davon einer? Iblis. Der Satan. Der wusste, Allah ist Allah. Aber der sagt, nee. Soll ich Sujud machen, von wem du aus Erde erschaffen hast? Ja? Aber es gibt andere, die glauben wirklich, dass das, was sie machen, okay ist. Deswegen sagen die, der gehört wahrlich zu den Ungerechten, der die Götzen kaputtgeschlagen hat. Das ist denen wirklich heilig. Ja? So, jetzt. Dann sagt einer, Qalu, oder mehrere, Qalu, Sami'na fata yathkuruhum, yuqalu lahu Ibrahim. Wir haben einen jungen Mann reden gehört, einen Jüngling, der hat sie negativ erwähnt, im Tafsir negativ erwähnt, ja? Schlecht über die geredet, und der wird Ibrahim genannt. Was sehen wir hier? Brüder und Brüder, guck mal, die sagen hier ein junger Mann. Die meisten großen Änderungen in einer Gesellschaft fangen mit den jungen Leuten an. Bruder, guck mal, wir haben jetzt die ganzen jungen Leute, sind fast alle auf unserer Seite. Okay? Und dann sagt er, yuqalu lahu Ibrahim. Zu ihm wird gesagt Ibrahim, er wird Ibrahim genannt. Der hat nicht gesagt, für die, die Arabisch können, er hat nicht gesagt, Sami'na Ibrahim yathkuruhum bisu. Wir haben Ibrahim gehört. Wir haben Ibrahim gehört, wie er sich schlecht erwähnt hat. Die haben gesagt, wir haben einen Jungen gehört, der wird Ibrahim genannt, der hat sich schlecht erwähnt. Was heißt das? Was ist der Unterschied? Bei dem einen ist er bekannt, wenn wir sagen, Ibrahim hat die erwähnt. Aber Ibrahim war unbekannt, weil er war unbedeutend in der Gesellschaft, kannte keiner. Das heißt, das ist nochmal eine Bestätigung, der kommt mit so einem selbstbewussten Auftreten, obwohl ihn keiner kennt. Ach, zu mir hat mal einer erzählt, der wollte einen auf Sheikh machen, man dürfe Frau Merkel nicht zum Islam einladen,
Ja, weil das könnte ja Probleme geben. Kannst du dir das vorstellen? Guck dir mal hier die Bedingungen an. Weil Frau Merkel hat einen hohen Posten, du bist niedrig. Hier Ibrahim, der ist 16 Jahre, den ging keiner. Der ist alleine, der ist nicht zu 4 Millionen Muslime, sondern und bei denen ist das verboten, die Götzen zu kritisieren. Bei uns in der Gesellschaft ist es erlaubt. Ach, ich kann mich hier in die Stadt stellen und schreien, alle gehen in die Hölle, die den Islam nicht annehmen. Ist erlaubt. Ach, hier ist das nicht erlaubt, Bruder, du bist in Todesgefahr und du erzählst mir so einen Mumpitz, weil dir das Herz in die Strümpfe reingerutscht ist. Nicht Herz in die Hose gerutscht, Herz in die Strümpfe gerutscht. Ja, weil die gemütlich leben wollen, weißt du? Man möchte gemütlich leben. Wir haben unsere Moschee, dann essen wir dort am Samstag, treffen uns immer schön gemütlich machen, verstehst du? Sie wollen ihre Ruhe haben. Ach, wo ist dein Beweis dafür? Wen hatte Ibrahim gehabt? Wen hatte Ibrahim gehabt? Der lädt das ganze Volk direkt ein. Hier, bam! Ja, das ist das, was wir haben. Und warum, Leute, machst du weiter? So, warum erzählt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und immer sagen, wenn der Name gehört wird, sallallahu alaihi wasallam, ja? Warum sagt er dem? Guck mal, vor dir gab es Leute, die wurden noch schlimmer gequält. Bruder, weil er den standhaft machen will, weil er dem sagen will, es ist normal, dass auf dem Weg der Dawah, auf dem Weg des Islam, dass du auf die Probe gestellt wirst. Allah sagt das im Koran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Das heißt, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dieses L ist für Taukid. Auf jeden Fall. Wir werden euch auf jeden Fall auf die Probe stellen. Bis wir die Mujahideen von euch kennen und die Sabirin, bis wir die sich bemühen von euch kennen und die geduldig sind von euch kennen. Guck mal. Heutzutage die Leute, wenn du Probleme kriegst in der Dawah, sagen die, siehst du, wir haben doch gesagt, du sollst nicht zu provokant sein. Das heißt, was heißt provokant sein? Selbstbewusst auftreten und du sollst nicht Themen ansprechen, die kritisch sind. Ja, das ist das. Bruder, da siehst du, was es gibt Leute, die haben vielleicht Wissen von verschiedenen Themen, aber vom Manhaj Da'wah al-Anbiya null Ahnung. Die sollen mal Koran lesen. Die sollen mal Sira lesen. Wie kann jemand, der sich Da'ya nennt, oder Sheikh nennt, oder Imam nennt, oder was auch immer nennt, die Jugendliche zu schlappen Nudeln erziehen, Achi? Wie kann der die Jugendlichen erziehen? Wie kann der die Jugendlichen dazu erziehen, Pampers-Rocker zu werden, Achi? Die Angst haben vor Frau Merkel, Achi. Wie ist das? Achi, wie kann jemand, ja, der sich traut, über die Religion Allahs sprechen, es wagen, die Jugend dazu zu erziehen, Heulsusen und Jammerlappen zu werden. Ach, subhanallah, Bruder, nahnu qawmun azzana Allah bil Islam. Wir sind ein Volk, Allah hat uns durch den Islam Ehre gegeben. Und wir dürfen unseren Kopf von niemandem runterbringen, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Freundlichkeit ist eine Sache. Nett sein ist eine Sache. Aber Achi, keine Unterwerfung. Islam ist Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibrahim, es geht weiter. Jetzt kommen sie zu ihm. Ja? Nachdem also einer gesagt hat, ein Junge hat gesagt, er heißt Ibrahim, und die wollen ihn fragen. Und die fragen ihn, die bringen alle Menschen zusammen, und das ist das, was Ibrahim wollte, dass alle direkt die Hujja bekommen. Ja? Und die sollen dann Zeuge über ihn sein, wenn sie ihn verurteilen, weil er die Götzen kaputtgeschlagen hat. Da fragen sie ihn, hast du das mit unseren Göttern gemacht, Ibrahim? Was sagt er? بَلْ فَعَلُهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Dann sagt er, aber das hat der Große gemacht. Und es wird gesagt, dass er, also das ist aber, ich weiß nicht, ob das eine authentische Überlieferung ist, ja, aber es kann sein, der Große hat das gemacht, ja. Fragt ihn, wenn sie sprechen können. Aber sie haben natürlich verstanden, der Große, der die Axt hat, der hat das gemacht. Fragt die Götzen noch, wenn sie sprechen können. Haben die erstmal überlegt. Ja. Und dann
haben sich ihm dann, es wird also verschieden überliefert, dass die einen gesagt haben, ja, innakum antum zalimun, ihr seid ungerecht, da gibt es Tafsir, weil ihr die Götzen nicht beschützt habt. Die anderen sagen, ja, die haben also jetzt kurz gemerkt, boah, wir sind echt auf dem Irrweg, weil die können ja gar nicht sprechen, warum beten wir die an? Und guck mal, dieses Tauhid-Verständnis von Ibrahim a.s., weil derjenige, der nicht reden kann, der ich keine Antwort geben kann, was nützt der, dass er angebetet wird? Und vorher sagt Ibrahim, euer Herr ist der Himmel und Erde erschaffen hat und der die erschaffen hat. Das heißt, Rububiyya, Asma wa Sifat, dass diese Eigenschaft, die Herrschaft von Gott, dass er der Schöpfer ist, der Lenker ist, der alles hört, das macht ihn berechtigt, angebetet zu werden. Und Skulpturen, Menschen, Geschöpfe, die selber erschaffen wurden und die nicht diese Eigenschaften haben, die dürfen nicht angebetet werden. Das ist Tauhid. Der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden, ist wer? Der dich erhören kann, der dich erschaffen hat, der alles erschaffen hat, der dir Nutzen und Schaden zufügen kann. So, jetzt sagen die zu Ibrahim, sagt er, sagen die, Laqad alimta. Du weißt doch, dass diese nicht sprechen. Dass die gar nicht sprechen können. Was sagt Ibrahim a.s. darauf? قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Sagt er, guck mal, jetzt, dieses Tauhid-Verständnis. Dient ihr neben Allah etwas, was euch nichts nutzt? Er sagt nicht nur, was euch nicht nutzt, لا ينفعكم شيئا, was euch nichts nutzt, kein bisschen. Weil was nicht hört und nicht sieht und nicht spricht, was diese Eigenschaft nicht hat, kann dir auch nichts nützen. Dient ihr neben Allah etwas? Und jetzt guck mal, was der für ein Selbstbewusstsein hat. Guck mal, die kommen zu dem. Ach, die stellen ihn jetzt dorthin. Die wollen ihn verurteilen. Ja, dass der die Götzen beleidigt hat, dass er die Götter von denen beleidigt hat. Und was sagt der? Ganz klar, der ist 16 Jahre alt, Leute. Und er steht vor dem ganzen Volk und sagt zu denen, أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Dient ihr neben Allah, guck mal, der spricht Allah an, etwas, was euch nichts nützt. Hier, eure Götzen, ihr seid falsch, eure Götzen nützen euch nichts. Guck mal, so redet er mit denen. ولا يضركم, und euch nicht schaden kann. Und was sagt er dann? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Pfui über euch und über eure Götzen. Habt ihr keinen Verstand? Pfui über euch und über das, was ihr neben Allah dient. Habt ihr keinen Verstand? Stell dir mal vor, so redest du heute mit jemandem. Ach, die würden dich sofort attackieren vom Feinsten. Die würden zu dir sagen, boah, wie kann er das sagen? Wir müssen Weisheit in der Dawah haben. Und was haben wir eben gesagt, was Weisheit in der Dawah ist? Nicht zu provokant sein. Provokant heißt selbstbewusst dort stehen. Das ist die Wahrheit, verstehst du? Und nicht Themen ansprechen, die kritisch sind. Guck mal, Ibrahim, wie selbstbewusst er ist. Der steht dort, gibt denen die Botschaft klar und deutlich. Der spricht das kritische Thema an. Völlig selbstbewusst. Und was ist passiert dann? Surat al-Ankabut. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ. Und die Antwort von seinem Volk war nur was gewesen? Tötet ihn und verbrennt ihn. Guck mal, die haben so einen Hass gehabt auf den wahren Glauben, die haben so viel Brennholz geholt, dass sie den nachher gar nicht mehr dahin bringen konnten, weil alles am Brennen war und das war so heiß. Dann mussten die dem in einem Katapult in das Feuer reinschmeißen. Und die Vögel oben am Himmel, die sind runtergefallen. Dann wird erzählt, dass Jibril zu Ibrahim kam und hat gesagt, ob er etwas nötig hat, also Hilfe braucht. Dann hat Ibrahim gesagt, 16 Jahre, das ist also eine Überlieferung, was überliefert wird. Hat er gesagt, nicht von dir, nur von Allah. Und dann hat er noch weiter Dhikr gemacht und dann haben sie ihn geschossen, hat er gesagt, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah ist mir Genüge und was für ein Verwalter ist er. Da musst du dir mal vorstellen.
Und dann, was wird dann gesagt? Kulna ya naru kuni bardan was salaman ala Ibrahim. O Feuer, sei kalt und Salam, das heißt heilvoll für Ibrahim. Warum? Warum heilvoll? Guck mal, zwei Sachen, nicht nur kalt. Ibn Abbas sagt, hätte er nicht gesagt heilvoll, dann hätte die Kälte vom Feuer ihn geschadet. Guck mal die Geschichte, was hier für eine Ibra drin ist. Achi, Allah, guck mal, das müssen wir verinnerlichen. Bruder, Allah kann all die in jeder Lage helfen. Guck mal, das Feuer, wer hat die Naturgesetze gemacht, dass die Erde anzieht, dass Feuer heiß ist? Allah. Aber diese Naturgesetze, die hat Allah gemacht, der braucht die nicht. Deswegen sagen wir auch, Allah ist unabhängig von Raum und Zeit. Ja? Der ist unabhängig, den kannst du nicht vergleichen mit irgendwas. Ach, der kann dir aus dem Feuer, kann dir eine Klimaanlage machen. Verstehst du? Der kann dir aus dem Feuer eine Klimaanlage machen, kann dir aus dem Ofen eine Klimaanlage machen, wenn er will. Kun fayakun, kuni bardan was salaman ala Ibrahim. Und Brüder, das ist, was wir verinnerlichen müssen. Jetzt kommt uns jemand, stell dir mal vor, du sagst das heute, du stellst dich heute klar hin, sagst, der Islam ist die Wahrheit und jeder andere Weg führt in die Hölle, ist ein Irrweg. Was sagen die Leute dann? Oh, der ist nicht weise, der ist zu provokant. Warum? Weil der ist selbstbewusst, der steht so dort. Und ja, das gefällt den Leuten nicht, was er sagt. Ja? Ein Hassprediger. Ibrahim, genau. Ibrahim war genauso. Ibrahim war so. Der sagt zu denen direkt, hier, ihr seid auf dem Irrweg. Verstehst du? Und wir haben eben darüber geredet, was ist die Weisheit in der Dauer? Warum bringt uns Allah die Geschichte? Guck mal, was Allah sagt. Kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'hu. Ihr hattet das beste Beispiel in Ibrahim und die mit ihm sind. Wer sind die mit ihm sind? Die anderen Propheten. Was haben die zu dem Volk gesagt? Wir sind losgesagt von euch und von dem, was ihr anbetet. Wir sind nicht nur losgesagt von dem, was ihr anbetet, auch von euch. Kafarna bikum. Das heißt, wir haben euch verleugnet. Nichts mit euch zu tun. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَّاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Und zwischen uns und euch ist der Hass und die Feindschaft offensichtlich geworden, bis für alle Ewigkeit, abadan, bis ihr an Allah alleine glaubt. Boah, Ari, guck mal, wenn du das in dein Herz bekommst, hatta tu'minu billahi wahda, bis ihr an Allah alleine glaubt. Das heißt nicht, dass wir die Leute schlecht behandeln sollen. Aber wir müssen auch verstehen, Brüder, nee, wir sollen sie gut behandeln. Aber wir müssen auch verstehen, wir müssen die Wahrheit sagen. Wir müssen den Menschen die Wahrheit verkünden. Und wir müssen wissen, dass wir den Kuffer, das Verbrechen gegen Allah verabscheuen. Das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir jemanden schlecht behandeln, sondern wir müssen diese Einstellung haben, die auch Ibrahim hatte, wie mit seinem Vater, dass er für ihn das Beste will. Er hat zu seinem Vater gesagt, ich fürchte, dass sich eine Strafe vom Allerbarmer trifft. Ich fürchte, dass sie dich trifft. Ich will nicht. Ich will, dass du gerettet wirst, indem du den Islam annimmst, die wahre Religion annimmst. Das war Ibrahim a.s. Alhamdulillah, Brüder. Wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die man dort noch erzählen kann. MashaAllah. Und ich glaube, dass das auch wirklich vielen Menschen, wenn man diese Geschichten richtig liest, das ist eindeutig. Eindeutig. Gut, ich denke, dass das erstmal... Ach ja, übrigens, wie lange haben wir noch? 7 Minuten. Ich habe noch was vergessen. Gut, dass du sagst. Guck mal, in Surah Al-Ankabut, wir dürfen das hier nicht vergessen. Wir haben eben gesagt, Ibrahim hat so Dawah gemacht. Selbstbewusst und direkt auf den Punkt. Keine Schmeichelei, direkt auf den Punkt. Und was war der? Weil heute sagen manche, ja okay, man kann direkt auf den Punkt sein, aber wir sind schwach. Wir sagen, der war einer. Nachher hat Lut an ihn geglaubt, es wird gesagt, nachdem dieses Wunder passiert ist, ja, hat er sich ihm angeschlossen. Oder vielleicht auch vorher, dann waren die 2. Die alle 2 keine Kraft hatten dort. Keine Führer waren, keiner kannte ihn, Ibrahim. Wir haben eben gesagt, yuqalu lahu Ibrahim. Das heißt, warum sagt uns das Allah? Damit wir keine Ausrede haben. Weil ich habe euch eben erzählt, was der eine mir erzählt hat, ja, du kannst keine Frau Merkel einladen, ja, weil wenn du Frau Merkel einlädst, du bist ja klein.
Achi, dann haben die diesem Bruder erzählt, der zu Frau Merkel gehen wollte. Was sie zu ihm gesagt haben? Ja, nee, Lati, geh da nicht hin. Und der wollte da hingehen, den Koran geben. Ich glaube, hat er auch nachher gemacht, aber der hat den nicht angenommen. Weil es könnte sein, wenn du ihr das gibst, das ist haram, haben die gesagt. Weil es könnte sein, dass dann die Gesetze geändert werden, dann kriegen wir keinen deutschen Pass mehr. Das ist, was der Bruder mir erzählt hat. Ja, ach, hör mal, guck dir mal an. Und ach, und das haben die von Leuten, die sich Schuyuch nennen lassen. Kannst du das vorstellen? Bruder, da geht dir der Hut hoch, Achi, da schlägt dir der Blutdruck durch die Schädeldecke durch, in die Decke rein, Achi. Da würdest du am liebsten direkt die Axt nehmen während dem Vortrag und den Tisch in Stücke schlagen. Verstehst du? Das musst du dir mal vorstellen. Guck dir mal Ibrahim a.s. Guck mal an, wie weit wir entfernt sind. Wir sind 5 Millionen, jetzt ist das von mechanischer Phase, Achi. Wo die Leute getötet worden sind, wo die einen Speer in die Genitalien reingestochen bekommen hat. Ganz offiziell, interessiert keinen Menschen. Und du erzählst mir hier was von mechanischer Phase. Ach, hier in Deutschland, Achi, es ist sowas von sanft. Und jetzt, nachdem das erwähnt wird in Surah, was? In Suratul Ankabut, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. Also nachdem das die Antwort des Volkes war und sie ihn ins Feuer geschmissen haben und er dann in dem Feuer gerettet wurde. Und Ibrahim wird erwähnt, die beste Zeit, die er in seinem Leben hatte, Gott überliefert, war, als er im Feuer drin war. Das war die angenehmste Zeit in seinem Leben gehabt. Und als und dann hat Allah ihn gerettet, ja. Man muss sich vorstellen, aber die haben trotzdem nicht geglaubt. Ach, die haben das Wunder gesehen, das kann keiner überleben. Ja. Wir kommen aus dem Feuer raus und dann wird erwähnt danach, und deswegen muss man davon ausgehen, dass er das danach gesagt hat. Aber selbst wenn er das davor gesagt hat, ja, قَالَ إِنَّمَا تَخَذْتُ مِن دُونِ لَا أَوْثَانَ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ihr habt aus Freundschaft zueinander Götzen unter euch genommen. Ja? Dann sagt er, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ وَيَلْعَنُ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Und dann am jüngsten Tag werdet ihr euch gegenseitig verleugnen und ihr werdet euch gegenseitig verfluchen. Guck mal, wie klar der denen die Botschaft gibt. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. Und ihr werdet, ja, er sagt, und eure Bleibe wird die Hölle sein, ihr werdet keinen Helfer haben. Davor wird in Surah Al-Ankabut noch etwas anderes erwähnt, was er gesagt hat. قَالَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ لَا أَوْثَانَ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. Ihr dient neben Allah, ja, Götzen und erfindet eine abscheuliche Lüge. Ifk ist wie die größte Lüge. Das heißt, er bezeichnet ihre Götzen, um die wach zu machen, als größte Lüge. Deswegen, Bruder, die Weisheit in der Dawah, die ist nicht immer Streichel. Manchmal muss man die Leute wecken. Sonst geht es in die Hölle. Bruder, wir haben das schon oft erlebt. Bruder, ich erzähle euch mal eine Sache. Ein Gelehrter aus Ägypten oder ein Sheikh aus Ägypten, als dieser ägyptische orthodoxe Papst gestorben ist, ne? Und du musst dir vorstellen, Bruder, das ist in Ägypten so, wie soll ich sagen, so, die haben die Menschen so erzogen, ja, wir sind alle eins und Juden und Christen und Muslime und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir sollen die auch gut behandeln, das ist wieder eine Sache. Und dann meinte dieser Sheikh, Alhamdulillah, gestern durch die Huld und die Gnade von Allah ist der Kopf oder der Rasul Kufr ist Kopf des Kufers, wörtlich, aber ist gemeint, der Führer des Kufers zugrunde gegangen. Halak. Der Führer des Kufers zugrunde gegangen. Dann haben dann einige Leute gesagt, oh, wie kann er das sagen? Wir müssen Weisheit haben in der Dawah, das kann zu Feindschaft und so weiter führen. Ich sage, in dieser Zeit, wo es so viele Menschen gibt, denen nicht klar ist, dass die Christen Kuffar sind, hat dieser Sheikh, und er ist Waqti Ghanim, möge Allah ihn schützen und verzeihen und ins Paradies führen, hat er eine klare Aussage gesagt, die hätte er es einfach nur so, ich sag mal so diplomatisch gesagt, hätte das keiner gehört. Aber dadurch, dass er es so krass gesagt hat, hat das jeder gehört und viele Leute, die es vorher nicht gehört haben, haben darüber nachgedacht.
Und deswegen kann ich nicht sagen, dass das ohne Weisheit gewesen ist, sondern dadurch, dass er es so hart gesagt hat, hatte diese Aussage einen großen Nutzen. Und hätte er das gar nicht gesagt, während viele Leute, die das vielleicht vorher nicht wussten, hätten diese Botschaft nicht bekommen, dass die Christen Kuffar sind. Und hätte er das nicht so hart gesagt, hätten sich vielleicht auch viele Leute gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber dadurch, dass er so krass gesagt hat, boah, die Leute waren wie, boah, hast du das gehört, hat sich das richtig verbreitet. Wie gesagt, das war die Botschaft von heute. Subhanakallahumma bihamdik. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die Mut haben, für diese Da'wah aufzustehen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Islam Express, Islam Express, Islam